Hallo zusammen und bonjour. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und heute berichte ich mal hier aus Frankreich. Frankreich ist ja echt ein Katzensprung von Freiburg aus. Und ich dachte, ich muss die Region hier auf jeden Fall mal ein bisschen näher erkunden. Hier stehen echt nochmal ganz andere Anlagentypen, die man in Deutschland gar nicht so zu sehen bekommt. Ja, und auch so hier in diesem Windpark, dem Windpark Vanier-Amance, Parc Éolien de Vanier-Amance im Departement Haute-Marne in der Nähe von Besançon. Und hier stehen Envision-Anlagen. Envision ist ein chinesischer Hersteller. Gibt es in Deutschland gar nicht. Generell bin ich ja immer etwas kritisch, wenn nicht-europäische Hersteller auf den europäischen Markt strömen und hier Anlagen zu Dumpingpreisen verkaufen und ja, die anderen Hersteller dadurch Konkurrenz bekommen. Sind ja schon einige daran zugrunde gegangen. Senvion, Siemens Gamesa geht es auch scheiße. Deshalb bin ich immer kritisch, wenn neue Hersteller aus nicht-europäischen Ländern hier auf den europäischen Markt strömen. Aber es ist natürlich geil, mal was komplett anderes zu sehen. Ja, und das sind Anlagen des Typs Envision EN 2.5 131. Großer Rotor, aber relativ geringe Nennleistung für den großen Rotor. Also typische Schwachwindanlagen. Deutschland geht man eher den Weg, je größer die Nennleistung, desto besser. Aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, wird die Nennleistung denn immer erreicht? Also ich fände es eigentlich auch sinnvoller, irgendwie größere Rotoren, aber dafür einen kleineren Generator, der dann öfter auf Volllast läuft. Naja. Ja, die Anlagen in Frankreich sind ja immer komplett weiß und haben aber eine coole Tagesbefeuerung. Da oben ist diese weiße Leuchte. Ja, der Park ist so ein bisschen zweigeteilt. 9 Anlagen stehen auf der einen Seite der Straße und 8 Anlagen auf der anderen Seite. Die sieht man jetzt von hier nicht. Ja, und was man hier so rauschen hört, ist die Anlage, in deren Nähe ich hier jetzt stehe. Und was ich richtig krank finde bei der Anlage, ist einfach nur die Biegung der Blattspitzen. Das ist richtig krank. Das sieht echt aus, als ob man da die Blattspitze einfach mal so umgebogen hätte. Das müsst ihr euch mal geben. Richtig krass. Ja, da ist sie, die Envision. Ganz was Neues für mich. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, dass hier in Europa überhaupt so Dinger stehen, beziehungsweise so nah in Frankreich hier. Und deshalb dachte ich, hier muss ich unbedingt mal vorbei. Vom Design her so ein bisschen wie die alten Südwind. Die MD oder S70, S77. Aber die Narbe ist halt richtig spitz. So ein bisschen wie Souslon fast. Und der Kühler ist dann hinten. Da ist der Kühler. Also gar nicht oben drauf, wie man das so kennt, sondern hinten drin. Und auch relativ geringe Nabenhöhe für diesen Rotor, 110 Meter. Krasses Teil. Ah, die Blattspitzen feiere ich schon echt extrem. Ja, schweineheiß heute, 32 Grad. Aber es geht ein gutes Lüftchen hier. Wundert mich, hatte schon Bedenken, dass ich den ganzen Weg hierher mache und die Anlagen stehen, aber hat sich gelohnt. Ah krass, jetzt pitcht sie die Blätter raus. Schaut euch das an. Wie krass die gebogen sind. Hammer, ey.
Krass. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen rumlaufen, mich mal unter eine Anlage stellen, die läuft, und Drohne ist natürlich auch am Start. So, von hier aus sieht man die Anlage jetzt noch mal ein bisschen besser von vorne. Das ist jetzt die letzte hier in der Reihe und ich finde, von vorne sieht man die Blattspitzenbiegung noch mal krasser. Das sieht echt aus wie umgebogen. Echt verrückt. Also auch nicht so gleichmäßig, sondern echt so wie so ein Knick drin. Echt verrückt. Also bei den Vensis 112 habe ich das schon mal gesehen, dass die Blattspitzen so nach vorne gebogen waren. Aber bei denen hier ist es noch mal extremer. Ja, und die Narbe ist relativ spitz. Wie gesagt, die Gondel, ja, so ein bisschen, könnte auch so ein bisschen Vensis-Style sein. Auch cool mit dem Logo drauf. Hier hat man echt nochmal eine schöne Vollansicht der Anlage. Hier ist jetzt nochmal die andere, die sich gerade abgeschaltet hatte. Sieht schon geil aus, so ein großer Rotor auf so niedrigem Turm. Wobei, also die N131 zum Beispiel, die gibt es ja sogar auf 84 Meter Nabenhöhe. Das ist ja nochmal krasser. Die hat ja dann noch einen vergleichsweise großen Turm. Da schaut euch an, wie die Rotorblattspitze gebogen ist. Voll verrückt. Ha, das feiere ich schon. Ja, und hier hinten ist dann der zweite Teil des Parks. Da sieht man so ein bisschen die Rotorblattspitzen. Da ist auch gerade der Service da. Da werde ich gleich auch mal noch vorbeifahren. Und was ich entdeckt habe, da hinten sind nochmal andere Anlagen, auch nochmal Envision. Das sind auch nochmal 9 Stück. Das ist der Windpark Vanier Süd. Glaube ich, baugleiche Anlagen hier. Auch Envision. Interessant, dass die hier so stark vertreten sind. Ist aber, glaube ich, auch gleicher Betreiber, meine ich. Oder gleicher Projektentwickler. Ja, aber die Anlagen scheinen sich schon gut für hier zu eignen. Also ich glaube, im Vergleich zu Frankreich jetzt insgesamt ist es hier schon eine relativ windschwache Region. Und da eignen sich die Anlagen halt gut mit großem Rotor und relativ geringer Nennleistung. Wundert mich, dass diese jetzt bei 32 Grad doch so gut drehen. Ich hatte echt Bedenken, dass ich herkomme und die sich gar nicht drehen. Auch verhältnismäßig leise, gar nicht so laut mal. Gefällt mir sehr gut. Richtig cool, mal was Neues zu sehen. So, jetzt stehe ich hier nochmal unter einer Anlage. Die zweite in dieser Reihe hier. Und das müsst ihr euch einfach geben. Es ist so krass, wie das Blatt hier vorbeizischt. Da hört man es schon. Einfach Hammer.
Und dann schaut euch bitte die Biegung dieser Blattspitze an. Wie krank ist es? Richtig geil. Boah, geil, ey. Wahnsinn. Wind hat auch echt noch mal ein bisschen aufgefrischt. Also die Anlagen laufen jetzt echt ziemlich gut. Wahnsinn, ey. Hammer. Hier hinten auch nochmal ein sehr schöner Blick auf die ganzen anderen Anlagen. Das ist in Frankreich immer cool. Hier steht alles schön in einer Reihe. Nicht immer so ein Durcheinander wie in Deutschland, sondern die Anlagen werden immer schön in eine Reihe gestellt. Sieht man eigentlich sehr häufig. Und laufen auch alle wieder schön. Richtig nice aus. Deutschland ist alles eher immer so ein bisschen im Schachbrett angelegt, aber hier stehen die Anlagen immer schön in einer Reihe. Im Idealfall halt in Hauptwindrichtung. Und ich finde es echt krass, dass trotz der Hitze doch so viel Wind geht. Als ich in Freiburg losgefahren bin, ging nicht so viel Wind. Umso mehr freue ich mich jetzt. Boah, ey, was die Blattspitze für eine Geschwindigkeit hat, ey. Krass. Da wäre man mausetot. Und da hinten ist die erste in der Reihe. Der Wind hat echt gut aufgefrischt, also ist echt gerade, macht das Ganze etwas angenehmer bei der Hitze. Ja, werde mich jetzt mal noch drunter stellen, mal gucken, vielleicht steht am Turm noch irgendwas Interessantes dran. So, jetzt stehe ich hier noch mal direkt unterm Turm. Die Kühlung ist leider sehr laut, aber ich werde versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Und schauen wir jetzt mal an, was hier noch so steht. Hier steht alles auf Französisch und auf Chinesisch. Also da steht es nochmal, der Typ EN 131 2,5, Rated Power 2500 kW. Envision Wind Power Tower. Also es ist ein reiner Stahlturm. Manufacturer Envision Energy, Adresse 3 Shenzhuang Road, Tianjin, Jiangsu Province, China. Okay. Hier steht es nochmal übersetzt. Shandong Province, China. Jetzt nochmal ein Blick nach oben. Richtig nice. Ja, und hier im Turm VAN steht für Vanier Eolien 2, also Anlage 2 ist es hier. Boah, der Kühler ist aber auch echt richtig laut hier. Und nochmal ein schöner Blick auf die anderen Anlagen. Ja, werde jetzt mal auch noch mit der Drohne fliegen und noch ein paar schöne Bilder von oben machen.
So, bei dieser Anlage hier habe ich jetzt noch was richtig Cooles entdeckt. Hier liegt nämlich ein Rotorblatt, das beschädigt ist. Aber hier sieht man jetzt mal richtig schön, wie krass die Blattspitze nach oben gebogen ist. Schaut euch das mal an. Ich laufe mal ein bisschen näher hin. Aber schaut euch das an. Richtig krass. Verrückt, ey. Richtig verrückt. Hier sieht man nochmal schön die Zackenbänder. 65 Meter lang bei 131 Meter. Aber so krass habe ich das noch bei keiner Anlage gesehen, dass die Blattspitze so enorm nach oben gebogen war. Das sehe ich bei der Anlage hier zum ersten Mal. Ja, das sieht so aus, als ob das Blatt in Transportschaden gehabt hätte. Da sieht man's. Da ist richtig krasser Riss drin. Richtig aufgerissen hier. Da kann man schön ins Innenleben reingucken. So krass, was da alles drin ist. Diese ganze Folie und Holz und alles Mögliche. Also ich nehme stark an, dass es beim Transport vielleicht kaputt gegangen ist. Weiß nicht, Blitzeinschlag. Kann ich mir jetzt... Vielleicht auch Blitzeinschlag, aber ich nehme eher an, dass es Transportschaden ist. Die Anlagen wurden 2022 errichtet, also gut möglich, dass es bisher halt noch niemand verschrottet hat. Kann ja sein. Und hier wippt es jetzt schön im Wind. Könnte man noch ein Surfbrett draus machen oder sowas. Und auch die Anlage hier gibt wieder Vollgas, ey. Richtig krass. So windig ist es doch gar nicht. Hammer, ey. Also die macht doch mit Sicherheit Volllast. Oder vielleicht hat sie halt einfach so eine hohe Drehzahl. Kann ja auch sein. Aber die laufen alle so schnell. Wenn man darüber schaut. Also ich feiere die Anlagen schon echt hart. Richtig geil. Auch richtig cool mit der Tagesbefeuerung. Das haben halt alle Anlagen hier in Frankreich. Da sieht man es nochmal schön. Kurzes Blinken. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Also schon echt nice, mal was anderes zu sehen als nur Vestas, Enercon und Nordex. Also wie gesagt, ist mir jetzt gar nicht bekannt, dass die in Deutschland gibt. Bin ich mir relativ sicher. Habe ich durch Zufall entdeckt, dass die hier stehen auf Google Maps. Wahnsinn, ey, wie die Gas gibt. Ha. Ja, aber schon cool, das Blatt mal so in voller Länge zu sehen. Und ja, da sieht man halt richtig schön die Blattbiegung.
Naja, ich werde jetzt nochmal weiterfahren zum anderen Teil auf der anderen Straße. Da ist ja auch gerade Service da. Und schau da nochmal, was es da zu entdecken gibt. So, ich bin jetzt hier im zweiten Teil des Windparks. Die zwei Teile sind so ein bisschen räumlich voneinander entfernt. Hier stehen jetzt 9 Anlagen. Wo ich gerade eben war, da standen 8. Hinten bei der Anlage findet auch gerade eine Wartung statt. Am Rotorblatt, wie es aussieht. Das ist nämlich eine Hebebühne. Und ja, scheint eine Wartung oder eine Reparatur im Rotorblatt durchzuführen. Ja, was mir aufgefallen ist, dafür, dass die Anlagen erst 1-2 Jahre alt sind, sehen die Türme aber auch schon ganz schön mitgenommen aus ein bisschen. Also da ist auch schon gut verrostet oder platzt der Lack ab. Made in China. Ist halt keine deutsche, ja, europäische Qualität. Und wenn sie jetzt mal so richtig auf Volllast laufen, sind sie schon auch echt laut, die Anlagen, muss ich sagen. Es sind halt auch Getriebeanlagen, es sind halt keine getriebelosen Anlagen. Hinten stehen auch nochmal 4. Die stehen, glaube ich, im Wald. Ich glaube, das sind die einzigen Anlagen, die im Wald stehen. Und da hinten habe ich entdeckt, hatte ich vorhin schon mal gezeigt, da stehen auch nochmal Envision-Anlagen. Insgesamt 9 Stück. Die scheinen auch echt erst komplett neu zu sein. Die haben nämlich das eine Rotorblatt noch so rausgedreht. Und auch nochmal baugleiche Envision-Anlagen. 6 Stück und 3 Stück da schon in Betrieb. Das ist, glaube ich, der Windpark Vanier Süd. Da ist nochmal eine. Und die Anlagen im anderen Teil sieht man jetzt gar nicht. Also ist doch nochmal ein gutes Stück Distanz dazwischen. Die sind jetzt da hinterm Wald. Sieht man jetzt nicht. Ja, schon cool, die Dinger mal zu sehen, aber wie gesagt, ich bin weiterhin immer noch so ein bisschen skeptisch, was halt ja, gerade asiatische Hersteller angeht. Ich glaube, der Trend geht schon dahin, also dass halt auch asiatische Hersteller den Markteintritt hier schaffen wollen. Weil die deutschen oder beziehungsweise europäischen Hersteller werden immer teurer, haben Lieferprobleme. Ja, Anlagenpreise gehen in die Höhe und ja, die asiatischen können halt billige Anlagen liefern. Fände ich aber schade, also den europäischen Herstellern geht es so dreckig, sollte man eher was dafür tun, dass es denen besser geht, statt halt den Markt zu öffnen für ja, Dumpingprodukte, sage ich jetzt mal. Aber ja, es ist halt ein freier Markt. Jeder hat da eine Chance und ja, wird man ja sehen, wie die Anlagen sich hier behaupten, ob sich das bezahlt macht, in asiatischen Hersteller zu holen oder ob man vielleicht doch lieber Vestas oder Nordex genommen hätte. Das wird man dann sehen. Naja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg machen. Ich will noch zu einem anderen Windpark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt echt mal spannend, mal hier so einen anderen Hersteller zu sehen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon denkt. Im Anschluss gibt es nochmal ein paar Drohnenaufnahmen.
Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Windpark hier in Frankreich. Bis dahin, macht's gut.